Ich erzähle euch heute ein wenig darüber, wie wir auf Itovi gekommen sind. Das I steht für Innovation und Technologie, so wie man es beispielsweise beim iPhone oder Ähnlichem kennt. To steht für das englische Wort to, einfach nur to. Und Phi ist die lateinische Wurzel, die so viel wie Leben bedeutet. Wir setzen auf Technologie und Innovation, um ein gesünderes Leben zu führen und bessere Entscheidungen zu treffen. Nicht wahr? Wir wollen etwas in der Tasche haben, das uns hilft, eine bessere Version unserer selbst zu werden, oder? Was wir damit anfangen, ist am wichtigsten. Man kann den ganzen Tag lernen, aber ohne Taten bringt es nichts. Wissen ist Macht, sagt man. Das stimmt nicht. Wissen ist nur dann Macht, wenn man es auch anwendet. Gut, fangen wir direkt an. So entstand Itovi. Innovation und Technik für ein gesundes Leben. Heute gibt es eine Präsentation und wir haben Spaß. Es wird ein wenig wie beim letzten Mal. Nicht so eine langweilige Aneinanderreihung von Folien, auch wenn wir diesmal welche dabei haben. Wir haben diesmal zwar einige dabei, aber es wird nicht langweilig. Wir machen Gewinnspiele. Ich teile kurz meinen Bildschirm mit euch. Und dann möchte ich, dass Michelle oder Jonna mir eine Nachricht schreiben, falls etwas nicht stimmt. Ich habe den Nicht-Stören-Modus aktiviert. Dann klicke ich. Hier die Präsentation. Okay, Michelle, kannst du das sehen? Sieht alles gut aus? Michelle, schreibst du? Aber nein, ich kann dich nicht einmal hören. Sie sagt ja. Alles klar, ich werde noch eine weitere Sache ausprobieren. Ich versuche den Modus. Referentenmodus. Ich habe hier Notizen. Zurück. Da haben wir es. Okay, Michelle, sag mir, ob du meine Notizen sehen kannst. Ich habe das mit meiner Frau geübt und es war seltsam. Okay, vielleicht könnt ihr mir auch einfach hier schreiben. Mal sehen. Wie das läuft. Wir fangen einfach mal an. Ich brauche nicht ein Interview für einen Versuch. Ich weiß nicht, warum es beim ersten Mal nicht funktioniert hat. Okay, Michelle, kannst du meine Sprechernotizen sehen? Wenn ja, seltsam, aber egal. Ich blende sie aus. Ja, du siehst sie. Lustig. Hey, oh, das ist eigentlich nicht von mir. Da steht Lächeln. Okay, das ist in Ordnung. Wir gehen zurück und ich drücke auf Play. Heute geht es um die verborgenen Muster in dir. Wir lernen, auf das zu hören, was dein Körper uns schon die ganze Zeit mitteilen wollte. Ich habe einige Notizen und werde vielleicht zwischendurch auf mein Handy schauen. Ich gehe die Folien und alles andere durch. Habt also etwas Geduld, denn ich denke, es lohnt sich, ab und zu einen Blick darauf zu werfen. Also ja. Während ich das hier vorbereitet habe, habe ich festgestellt, dass einer der Vorteile davon, 11 Jahre im Geschäft zu sein, ist, dass wir von den Experten lernen können und das seid ihr. Viele von euch sind schon lange dabei. Ihr baut euer Geschäft auf oder nutzt Werkzeuge und Technologie, um bessere Entscheidungen zu treffen, oder? Trefft bessere Gesundheitsentscheidungen. Viele sind von Informationen überflutet. Und das ist wirklich schwierig, wenn man gerade erst mit seinem Geschäft beginnt, wie ihr wisst. Wenn ihr also weitermacht und euer Geschäft aufbaut und neue Leute einarbeitet, ist das die größte Herausforderung, dass man mit Inhalten überflutet wird.
Besonders heutzutage mit ChatGPT, Webseiten, Google, dem Sponsor, der Produktfirma und dem Lernen aller Produkte. Es ist einfach so viel. Dazu kommt, jongliert ihr mit Familien, ihr jongliert mit Kindern, richtig? Arbeit, Social Media, Netflix. Ihr habt so viele Dinge, um durch den Lärm zu navigieren und auf das zu hören, was euch wirklich wichtig ist. Oder ich sorge mich um Spiritualität, Familie und Gesundheit. Wie finde ich Zeit im Lärm, um auf meinen Körper zu hören, auf den Geist zu hören, Zeit mit der Familie zu verbringen? Das bedeutet mir viel. Heute konzentrieren wir uns natürlich auf unsere Körper und darauf, auf sie zu hören. Ich möchte auch sicherstellen, dass ihr wisst, dass der Chat offen ist. Ich zeige euch Aktionen und Preise. Und definitiv, wenn ihr irgendwelche Erkenntnisse habt, teilt sie bitte mit uns. Denn je mehr ihr euch beteiligt, desto wahrscheinlicher gewinnt ihr, mein Freund aus den Niederlanden, Österreich oder Japan. Schreibt uns. Wir hören euch gerne. Boise, Idaho. Seid also aktiv, wenn ihr könnt. Ihr bekommt zusätzliche X's. Und diese kleinen X's geben euch eine bessere Gewinnchance. Wir lernen gerne und bekommen ein wenig Einblick von euch. Und dann gehen wir die App durch. Ich möchte, dass jeder aus pragmatischer Sicht versteht, was sie beinhaltet. Und dann möchte ich noch kurz darauf eingehen, wo man zusätzliche Ressourcen findet. Manche fragen sich, wie lernt man? Was macht ihr? Es gibt Facebook-Gruppen in eurer Muttersprache. Und wenn ihr sie nicht findet, schreibt uns an support@itovi.com, tippt Itovi Espanol, Itovi French ein und ihr bekommt Hilfe. Wir werden immer besser. Wie ihr wisst, bieten wir immer mehr Unterstützung an. Das kommt alles noch. Es steht dort auf dem 3. Punkt. Wir werden mehr Support, mehr Funktionen, mehr Partnerschaften haben. Neben den Facebook-Gruppen haben wir diese Webinare, die wir alle paar Wochen machen. Wir haben unsere Website und es gibt ein Dropdown, das Ressourcen heißt, ihr solltet eure Website auch in eurer Muttersprache sehen. Und wir haben eine Menge Videos auf YouTube. Wir bereinigen diese gerade, einige sind alt, aber filtert diese unbedingt. Und ihr könnt YouTube-Videos in eurer Muttersprache finden. Beim letzten Webinar haben wir bereits mehrere Sprachen übersetzt. Ich glaube, sie sind auf YouTube. Korrigiere mich, John. Falls nicht, ab in die Facebook-Gruppen. Wir übersetzen jedes Webinar. Nach 3 bis 6 Monaten löschen wir sie, da sie dann nicht mehr wichtig sind. Aber wir nehmen die besten Teile für Trainingszwecke. Und am Ende machen wir eine kurze Fragerunde. Ich werde am Anfang etwas schnell durchgehen. Und noch einmal, falls Sie Fragen haben, schreiben Sie sie in den Kanal. Unsere Mitarbeiter notieren sich alles. Alles. Gut, ich würde gerne eine kurze Umfrage durchführen. Vielleicht mache ich sogar ein paar davon. Machen wir das. Gut, hören wir auf unseren Körper. Ich starte jetzt diese Umfrage. Und dann möchte ich, dass ihr nachdenkt. Denkt über diese Frage nach. Wie oft habt ihr das Gefühl, dass euer Körper euch etwas sagen will? Und oft ertappe ich mich dabei, dass ich vielleicht zum Sport gehe, Pickleball spiele, nach Hause komme und nach 16 Uhr noch einen Energy Drink trinke und dann frage ich mich, warum ich mich so müde fühle. Was war heute? Ich habe alles vergessen und irgendwas tut weh. Und während meines vollen Terminkalenders, in dem ich trainiert habe, Pickleball spielte, meine Kinder herumfuhr und einige Zoom-Calls hatte, hin und her halte ich nicht an und achte tatsächlich darauf, was mein Körper mir sagt. Ich weiß, dass mir das manchmal täglich passiert, oder? Okay, ich beende diese Umfrage. Ich füge hier noch eine Umfrage hinzu. Teilen wir die Ergebnisse. Das ist ziemlich interessant. Wie ihr sehen könnt, haben die meisten Menschen das Gefühl, dass ihr Körper versucht, ihnen täglich etwas mitzuteilen. Super.
100% von euch haben das beantwortet, so glaube ich. Das ist großartig. Okay, lassen Sie uns eine weitere Umfrage machen. Ich möchte eure Itovi-Erfahrung. Eigentlich nein. Lassen wir das lieber, da wir das bereits auf dem... Okay. Lasst es mich wissen. Seht ihr das Kampfthema? Etwas holprig? Ich schließe es mal. Bei dieser Umfrage geht es im Grunde darum, womit ihr zu kämpfen habt und in welchen Lebensbereichen. Wo ist der Startbutton? Moment. Nicht das andere. Gut, womit Okay. habt ihr am meisten zu kämpfen? Energie, Stress, Schlaf oder Fokus? Hierüber müsst ihr vielleicht wirklich nachdenken. Denkt kurz nach. Wir hätten wetten sollen, bevor wir das gemacht haben, denn ich hätte gewettet, dass es in der heutigen Welt entweder Fokus oder Energie ist. Aber ich habe eine Erkenntnis für euch, die vielleicht interessant sein könnte. Fokus. Mann, wie ich sagte, Netflix, soziale Medien, Arbeit, Familien, Kinder, jetzt mit der Gig Economy und Fable. Ich habe so viel Spaß und arbeite mehr als je zuvor. Und ich denke, nicht immer gut. Ich beende die Umfrage und zeige die Ergebnisse. Und ich fand das interessant, oder? Fokus und Energie. Stress und Schlaf. Wenn wir wirklich aufgepasst hätten, würde ich wetten, dass die Mehrheit von uns tatsächlich am meisten mit dem Schlaf zu kämpfen hat. Das beeinflusst Fokus und Energie. Nur meine Meinung. Stimmt ihr zu? Es gibt jedoch Studien, die belegen, dass Schlaf, insbesondere der tiefe Schlaf, definitiv nicht weit verbreitet ist. Ich kenne die Statistiken nicht mehr, also nenne ich sie lieber nicht. Aber es ist definitiv ein Punkt, an dem wir alle arbeiten müssen. Es beeinflusst so viele Lebensbereiche. Alles klar, das ist erledigt. Wir kommen also in einer Minute auf diese Umfragen zurück. Danke, dass ihr das gemacht habt. Alles klar, bevor euch jemand etwas beigebracht hat, wusste euer Körper es schon, oder? Er wusste, wie man atmet. Er wusste, wie man heilt. Er wusste, wie man wächst. Er wusste, wie man kommuniziert. Und das geschah dein ganzes Leben lang. Du verstehst nicht immer, was mit deinem Körper los ist, oder? Die meisten von uns sagen das. Und heute Abend geht es nicht darum, dich zu reparieren, sondern darum, auf unseren Körper zu hören, wie ich eingangs sagte. Die Signale, die wir vergessen haben. Bewusstsein geht einer Veränderung immer voraus. Hast du jemals jemanden getroffen, der sein Leben verändert hat, bevor er sich dessen bewusst war? Wie können wir also erwarten, unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden wirklich zu ändern, um den Weg, den wir gehen, zu ändern, wenn wir nicht super bewusst sind und wenn wir keine Kontrolluntersuchungen machen, wie mein Vater, bei dem ich gerade erfahren habe, dass er seit 13 Jahren nicht mehr beim Arzt war? Kein einziges Mal, hey, eine Blutuntersuchung oder einfach nichts. Wenn du das nicht hast, weißt du nicht, wo du stehst. Es ist, als würde man ein Basketballspiel spielen und nicht wissen. Ohne Spielstand. Ich weiß nicht, wer gewinnt. Was soll ich tun? Es hilft wirklich, die Regeln des Spiels und den Spielstand zu kennen und den Glauben zu haben, oder? Es gibt dieses Buch, ich glaube von Jack, das Spiel des Lebens von Jack. Es geht um 3 Dinge. Du musst das Spiel des Lebens spielen, um überhaupt irgendein Spiel zu spielen, wenn man darüber nachdenkt, aber man muss diese 3 Dinge kennen. Regeln kennen, sonst macht das Spiel keinen Spaß. Du musst verstehen, wo du dich zu jedem Zeitpunkt während des Spiels befindest. Okay, wenn du an irgendein Brettspiel, Sport denkst, du musst wissen, wo du stehst, um es einzuschätzen.
Und dann musst du den Glauben haben, dass du gewinnen kannst. Sonst macht es nicht besonders viel Spaß. Hast du mal ein Spiel gespielt, bei dem du verlierst? Und es ist so, ja, es ist in Ordnung, ja. Ich mochte es nicht besonders. Das macht also nicht immer Spaß und man gibt oft nicht alles. Du musst glauben. Diese 3 Dinge sind wichtig. Wie viel davon hören wir eigentlich wirklich? Also ein paar Statistiken und Fakten auf die Schnelle. 50 Bits pro Sekunde sind das, was wir mit unserem bewussten Verstand erfassen, Leute. Es gibt jedoch Millionen Bits pro Sekunde, während wir schlafen oder in unserem unterbewussten Nervensystem. Okay, nicht nur während wir schlafen. Millionen gegenüber 50. Ich denke, das ist eine ziemlich große Lücke. Was uns zeigt, ihr habt die Eisberg-Analogie in vielen Situationen schon gesehen. Bei uns variiert das jedoch sehr stark in Bezug auf unseren Körper. Das meiste, was im Körper geschieht, erreicht nie unser Bewusstsein. Also Energie, Stress, Erholung, Schlaf. Was du spürst, ist nur die Spitze. Die Muster leben alle unter uns. Okay? Was wir fühlen, was wir erleben, ist nur die Spitze des Eisbergs. Aber was wirklich vor sich geht, und deshalb manchmal, wissen wir nicht, was passiert und sind verwirrt, weil wir nicht alles sehen. Es ist schwer, sich zu konzentrieren. Stellen Sie sich vor, vielleicht war der eine oder andere von Ihnen schon einmal auf einem Schiff und hat nach einem Leuchtturm gesucht. Okay, Muster flüstern immer, bevor Probleme sprechen. Ich liebe dieses Zitat. Ich weiß nicht, wer es sagte, aber Muster flüstern, bevor Probleme sprechen. Und es ist interessant, wenn man an einen Leuchtturm denkt, musste ich genau daran denken. Wie sehr muss man sich darauf konzentrieren, dieses Licht zu finden, damit man weiß, wohin man gehen muss. Wenn man irgendwie abgelenkt ist und nicht aufpasst, und selbst wenn man es sieht und abgelenkt wird, verliert man es, oder? Und obwohl es nicht um unsere Augen geht, geht es um unsere Ohren und unsere Sanftheit, unsere Meditation und zu verstehen, wo wir sind und Werkzeuge zu nutzen, um einzuschätzen, wo wir im Spiel des Lebens sind, oder ob Waage, Itobi-Scanner, Gesichtsscan, Blutwerte oder DNA. Es gibt diese fantastischen, nicht-invasiven Hilfsmittel, die starke Ergebnisse und Berichte liefern, die uns helfen, uns zu führen. Muss ich zum Arzt gehen? Das zeigt hierhin. Es ist kein Diagnosewerkzeug, aber es gibt diese Hinweise, bei denen Sie persönlich sagen könnten, ja, wegen X, Y und Z muss ich mit meinem Freund darüber reden und vielleicht sogar mit einem Arzt. Das ist das Ziel, oder? Jeder, schreiben Sie jetzt ein Wort. Welches Flüstern hat Ihnen Ihr Körper in letzter Zeit im Chat gegeben? Ich möchte also dieses müde, benebelte, aufgedrehte hören. Lassen Sie mich ein paar davon für euch vorlesen. Und das würde ich gerne hören. Ja, Erschöpfung, Kopfschmerzen, Anspannung, Erschöpfung, Entspannung. Mal sehen, was gibt es noch? Vernebelt, rastlos, überfordert. Oh Gott, ich sage persönlich auch zu allem Ja. Warum nicht einfach? Es ist, als würde ich mich im Spiegel sehen, während ich das sage. Nehmen Sie das also nicht als Vortrag, aber es ist wichtig, dass wir es wirklich, wirklich, wirklich genau verstehen. Wo ist dieses Licht? Wie finden wir den Leuchtturm? Und wie bleiben wir konzentriert, damit wir nicht schwanken und woanders sind? Andernfalls werden wir müde, ängstlich und gestresst sein, nicht wahr? Danke, dass Sie einige dieser Dinge geteilt haben. Einige sind vielleicht schwer zu teilen, das weiß ich zu schätzen. Wir kennen alle den Freund, der 17 Ergänzungsmittel nimmt, rezeptfrei, vielleicht 3 Stunden Schlaf in der Nacht bekommt, 2 Energy Drinks vor Mittag. Und sie sagen, ich frage mich, warum ich müde bin, ich weiß es nicht. Und sie beschweren sich ständig. Man denkt sich, Mensch, wovon redest du? Schau in den Spiegel und mach diese Bewertung. Stell dir diese 3 Fragen. Allerdings kann ich das nicht sagen, weil ich schon einmal dort war. Ich war tatsächlich schon einmal in dieser Situation und dachte, Moment, oh ja,
Ich habe letzte Nacht wegen dies oder jenem nicht geschlafen. Wissen Sie, eine der Dinge, die ich an Schweden bewundere, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber das Land Schweden, wir waren gerade vor ein paar Wochen oder vielleicht vor einem Monat dort. Und Sie haben dieses, vielleicht ist es Finnland, aber Sie haben dieses Sorgenbuch, das Sie haben. Es ist eine Art kulturelle Sache, die Sie neben den Betten Ihrer Kinder haben, und nachts bringen Sie Ihren Kindern bei, all ihre Sorgen darin aufzuschreiben. Dann schließen Sie das Buch, legen es weg. Wir sorgen uns morgen. Es ist zu. Nicht anfassen, nicht ansehen. Und das fand ich ziemlich interessant. Und ich habe das mit meinem Vater gemacht. Meine Stiefmutter ist verstorben. Vor 2 Wochen. Nicht vor 2 Monaten. Vor 2 Wochen. Und es war das Erste, was ich meinem Vater sagte, weil es mir frisch im Gedächtnis war. Er fing an, sich so sehr zu sorgen darüber. Es war nicht sofort. Es war keineswegs am selben Tag, aber es war ziemlich nah dran. Um große, kleine, wichtige Dinge, aber nichts davon spielte in dem Moment eine Rolle. Ich sagte, Papa, hör zu, wir schreiben das auf, wir organisieren es, wir legen es in ein Buch, wir schließen es. Und dann am Freitag werden wir uns am Freitag um diese Dinge sorgen. Und das hat ihm immens geholfen. Ich bewundere das an diesem Land. Nun, das Problem, das wir auch haben, ist, dass jeder seinen eigenen besten Rat, aber niemand ging euren Weg. Niemand ist in euren Schuhen, hat euren Hintergrund. Unsere DNA ist einzigartig. Unsere Blutwerte sind so unterschiedlich, nur sie wissen, was für ihren Körper am besten ist. Deshalb ist Zuhören wichtig. Sie bekommen also die Leute, die sagen Nein dazu oder Ja dazu. Wissen Sie, es ist wie. Ich lache über manche Dinge. Ich traf Leute auf beiden Seiten. Kaltes Eintauchen ist das Beste der Welt. Manche sagen, mach das nicht. Und man denkt, okay. Gleiches bei Keto, intermittierendem Fasten, Grounding. Leute sind gegen Grounding. Seltsam. Es gibt also einige Ja und Neins zu Dingen, oder? Und dann haben Sie die üblichen. Hey, das ist am besten. Wissen Sie, das ist passiert. Das ist übrigens großartig. Ihr Lieblingsöl teilen oder nicht Ihre Favoriten oder welche Ergebnisse Sie hatten oder Janes Lieblingsergänzung war diese, könnte Ihre beste Freundin sein. Sie teilen Ihr Zeugnis. Alles ist gut. Alles ist gut hier. Allerdings, das Problem ist die Person, die sich all das anhört und sich all das anhört. Wie gesagt, so wie das Haben, wissen Sie, wenn Sie das teilen, haben wir jetzt alles zur Verfügung mit KI, mit Google, mit unserer Firma. Es gibt so viel. Ich bevorzuge den Pull-Ansatz, bei dem man sie aktiv zu sich heranzieht. Zu den Produkten, denn sie wissen es besser als alle anderen. Wir machen gleich ein Gewinnspiel. Sie wissen besser als alle anderen, dass die Produkte helfen. Aber wie vermittelt man das? Wie integriert man die Produkte und Öle als Gewohnheit in Ihr Leben, die Ihr Leben verändert, richtig? Sie haben dieses Zeugnis. Sie wollen es für sich und Ihre Familie tun. Man muss sie zu den Produkten ziehen, nicht sie dazu drängen, meiner Meinung nach. Wir kommen noch dazu, okay? Lassen Sie sie selbst entscheiden. Wir verlosen 2 Gratismonate für den Itovi Face Scan. Jeder, der Umfrage 1 beantwortet, bekommt automatisch eine Antwort. Ich werde noch eine Umfrage hinzufügen, während ich hier gerade etwas vor mich hin murmele. Noch eine Umfrage, die Ihnen auch etwas bringt. Gut, also, wir machen die. Hier ist einfache Umfrage. 2 Fragen. Ich dachte, die meisten von euch werden ja sagen. Manchmal gibt es Personen, die sagen, ich weiß ganz genau, wie ich mich immer fühle. Und sie sind sehr gut darin. Meine Mutter kann das ziemlich gut. Interessant, diese Ergebnisse zu sehen. Okay, John und Michelle, ich bin sicher, ihr habt eine Liste für mich. Gut, ich werde jetzt hier rüber scrollen, die Liste nehmen. Und dann werde ich doppelt.
Diese Personen schnell. Okay, eine Menge Interaktion von euch. Fantastisch. Gut. Ihr seht das live. Ganz lustig. Aber der Gewinner der 2 Gratis-Monate für den Face-Scan ist. Schließen wir das. Das ist. Oh, Kelly. Weißt du was, Kelly? Das können wir nicht machen. Wir sind bereits zu sehr integriert. Okay, entfernen wir sie. Kelly, du bekommst das. Lass uns noch einen verlosen, weil ich mich begeistert darüber fühle. Okay, Maria, ich glaube, das wird sein. Gute Arbeit. Okay. Also, Maria, eine Sache haben wir nicht gemacht und Kelly, eine Sache, die wir früher nicht taten. Sie müssen Ihre E-Mail in den Chat schreiben oder an support@itovi.com senden. Die E-Mail, die Sie bei Itovi nutzen. Falls Sie keinen Itovi-Scanner oder Face-Scan besitzen, ist das kein Problem. Nennen Sie uns einfach Ihre E-Mail. Wir regeln das. Sehr gut. Okay, beenden wir die Umfrage und machen weiter. Wir sind gut dabei. Alles klar. Teilen wir die Ergebnisse. Es gab einige von euch, die meinten, nein, wovon redest du, Sai? Ich weiß ganz genau, was ich die ganze Zeit fühle. Das ist super. Gut für dich, okay. Alles klar. Kommen wir zu Kapitel 2, Muster wiederholen sich. Wir werden da jetzt ziemlich schnell durchgehen. Die alleinstehende Person, ich weiß nicht, warum ich das sagte, vielleicht weil mein Vater mich traurig für ihn machte, als ich das sah. Okay, noch ein Nahrungsergänzungsmittel, dann das nächste, mehr Kaffee, bessere Vitamine, bessere Routinen. Sie versucht ständig, sich selbst zu reparieren. Du kennst diese Person, du schaust in den Spiegel und viele von uns fühlen sich so. Anstatt zu verstehen, was dich ausgelaugt hat, nicht wie man es ständig repariert, sondern wie repariert man die tatsächlichen Symptome. Man kann also ein Muster nicht ändern, bis man eines sieht, richtig? Das Stärkste in deinem Körper ist das Herz. Das elektromagnetische Feld des Herzens ist überlegen. 10-mal stärker als jedes andere elektrische, wie zum Beispiel Ihr Gehirn, weitaus stärker und von außerhalb Ihres Körpers messbar, was interessant ist. Eine weitere Tatsache über Muster ist, dass wir diese Gedanken 50 bis 1000 Mal täglich haben. 50 bis 1000 Gedanken täglich. Und die meisten sind Wiederholungen. Wir haben also irgendwie immer wieder den gleichen ähnlichen Gedanken. Wenn es also ein negativer ist, musst du dein Paradigma ändern, hin zur Positivität. Aber so wichtig sind unsere Gedanken, oder? Und Gedanken sind Einstellung. Unsere Gedanken sind unsere Einstellung. Sie verändern uns, oder? Vor einer Weile hatte ich einen schlimmen Tag. Und es hatte nichts damit zu tun, wann ich die Arbeit oder das Haus verließ. Aber ich hatte einen schlechten Tag. Ich kam nach Hause und auf dem Heimweg fing ich an andere schlechte Dinge zu denken, wie einen Streit mit meiner Frau. Ich glaube, es war eine Woche zuvor, weil ich dachte, oh Gott, das nervt mich oder was auch immer. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich hatte diese Gedanken und es hatte nichts damit zu tun. Ich habe sie am Morgen ganz normal verlassen. Als ich zurückkam, was denkst du, wie meine Einstellung war, als ich reinkam? Nicht wahr? Sie ist ganz glücklich und freundlich und sie schaut mich an und ich bin einfach nur wütend auf sie und sie fragt, was machst du und was habe ich getan? Und ich war unterbewusst irgendwie sauer auf sie wegen eines Streits von vor einer Woche. Unsere Gedanken entsprechen also unserer Einstellung, entsprechen dem Verhalten. Das wird wie unser Verhalten und dann entsprechen sie den Ergebnissen, richtig? Denkst du, sie hat mich an dem Abend geküsst? Ich glaube nicht. Du hast also die Ergebnisse da, nicht wahr? Und viele sind Wiederholungen. Sie müssen diese Muster bemerken, diese Gedanken auch, okay, es geht nicht nur darum, auf Schmerzen und Ängste und Stress zu hören. Und diese Gedanken sind wirklich wichtig und sie helfen tatsächlich, einen Großteil unseres internen Wohlbefindens und unseres äußeren Wohlbefindens, okay, und unserer Mentalität. Genes sind auch wichtig, Leute. Wenn ihr an
Zwillinge denkt, wenn ihr an eineiige Zwillinge denkt, ich habe in meinem Leben eineiige Zwillinge gesehen, bei denen einer völlig übergewichtig war und einer wirklich absolut nicht übergewichtig. Und ihre Gene sind sehr ähnlich, oder? Ihre DNA ist sehr ähnlich, aber es geht nur um unsere Gewohnheiten und was wir tun, nicht wahr? Gene laden die Kraft und Tendenzen, Empfindlichkeiten und Prädispositionen, aber die Forscher schätzen, dass der Lebensstil einen massiven Anteil am langfristigen Wohlbefinden ausmacht. Ich habe das neulich gehört und ich liebte es. Es geht nicht darum, wie lange wir leben, oder? Es geht darum, wie gut wir leben. Selbst wenn du 10 Jahre länger oder weniger lebst, wenn du gesund bist und dich gut fühlst, ist das, was wirklich zählt. Alles klar, ich überspringe einiges und gehe direkt zum 3. Kapitel des Übersetzers. Wir haben diese Produkte. Wie übersetzen wir das? Wie wir unsere Gefühle und das, was wir wahrnehmen, in andere, viel überzeugendere und direktere Dinge übersetzen. In greifbare Dinge. Ein Weg ist, auf unsere Intuition zu hören. Wir wollen sie nicht ersetzen. Das ist tatsächlich stärker als alles, was Sie hier sehen, nehme ich an. Aber wir möchten unterstützen. Ihre Fähigkeit zuzuhören. Wir stärken Ihren Weg durch tolle Technologie. Der Itobi-Scanner hört auf den Moment. Ernährung, Stress, Schlaf, wie fühlen Sie sich? Es ist ein Echtzeitgespräch. Wir messen alle Öle und Nahrungsergänzungsmittel und senden diese an Ihren Körper. Und Sie reagieren auf die Frequenzen der Produkte, okay? Jedes sendet hunderte Male an Sie. Beim Gesichtsscan geht es nicht darum, wie Sie auf Frequenzen reagieren, besonders von Ihren Produktfirmen, sondern wie Sie auf das Leben reagieren. Wie funktionieren Sie? Wie sehen Ihre Muster über die Zeit aus? Er beobachtet Ihren Rhythmus. Es ist wichtiger, auf die Muster des Gesichtsscans zu achten. Jede Woche, in der Sie scannen, hoffentlich als auf beinahe alles andere hier, nicht wahr? Die DNA-Analyse ist in den USA verfügbar, basiert aber auf Ihrer echten DNA und gibt Ihnen eine Basis für den weiteren Weg, nicht wahr? Mikro- und Makronährstoffe, Entzündungen, zusammen Ihr Wellness-Spiegel, okay? Ihr Wellness-Spiegel. Ich möchte hier kurz etwas erledigen. Vieles davon ist Ihnen bekannt. Wenn Sie diesen Gesichtsscan nicht sehen, müssen Sie Ihre App aktualisieren. Weg damit. Alles klar. Gehen wir also den Gesichtsscan durch, damit Sie Bescheid wissen. Wenn Sie jemandem einen Remote-Scan senden wollen, klicken Sie auf Remote-Scan und wählen dann aus, wie viele Personen diesen erhalten. Für dieses Webinar und für jeden, der dieses aufgezeichnete Webinar ansieht, können Sie diesen Link verwenden, den ich mit Ihnen teile. Aber das sind die Schritte, die Sie unternehmen. Sie machen einen Gesichtsscan, klicken auf Remote Scan, wählen aus, wie viele Leute diesen Link benutzen können. Okay, es ist ein Link. Wenn Sie ihn an 50 Leute senden, sind es die ersten 50, die den kostenlosen Scan nutzen, den ich gebe. Okay? Sie können nun ein Ablaufdatum festlegen und sagen, dass es am 1. August abläuft, was es übrigens auch tut. In Ordnung? Ich gebe es Ihnen jetzt auch. Und Sie könnten es wiederkehrend einstellen. Ich könnte also sagen, diese 50 Scans werden jeden Monat neu geladen. Sehen Sie, die 300 Scans. Hier, das liegt daran, dass es ein neuer Monat ist, okay? Und ich habe diese Remote Scans noch nicht weggegeben, okay? Niemand hat einen Remote Scan benutzt. Nun, kann ich persönlich unbegrenzt viele Scans machen. Aber für Remote Scans könnt ihr diesen Link-Code nutzen. Oder wenn Sie ein Bild von diesem QR-Code machen, fordert es Sie auf, den Scan jetzt zu machen. Machen Sie ein Foto und dann einfach den Link-Code zu benutzen. Leute, 14WZXO. Und das gibt Ihnen einen kostenlosen Remote-Scan, den Sie auf Ihrem eigenen Handy machen können. Der Vorteil, Sie müssen nicht persönlich da sein. Sie können Scan-Links immer verfolgen. Sie können darauf klicken, wie Sie hier mit dem Pfeil sehen, und dann nach unten scrollen, nachdem Sie darauf geklickt haben, um die Historie zu sehen.
Also habe ich nur irgendwie, wissen Sie, ich möchte nicht die Privatsphäre von irgendjemandem hier verletzen, aber Sie können den Verlauf dieses Remote-Scans sehen. Also jeder, der einen Remote-Scan macht, den Sie ihm geschickt haben, haben Sie den Bericht auf Ihrem Handy und Sie auf Ihrem OK zum Besprechen. Und offensichtlich empfiehlt das Produkte, Nahrungsergänzungsmittel und Öle. Es bietet zudem viele Einblicke in diese Muster, auf die wir achten sollten. Wie ist also die Herzfrequenz, die kardiale Arbeitsbelastung, der Stressindex, unser Wellnessüberblick, unsere parasympathische Aktivität? Wie sehen diese aus? Nicht heute. Nicht besonders wichtig für heute, aber wie sehen sie über die Zeit aus? In Ordnung, über Wochen hinweg. Wenn Sie es nicht wissen, gibt es. Klicken Sie auf jede und sehen die Zahlen. 17 normaler Bereich. Sie sehen, was das bedeutet. Also jede dieser Karten können Sie anklicken und sehen, womit Sie es hier zu tun haben. Es gibt Trends. Wenn Sie also zu Ihren Scanner-Scans und Ihren Gesichtsscans zurückkehren, können Sie sehen, dass ich hier gewischt habe und mir meine Gesichtsscans ansehe. Ich kann auf das kleine rechts klicken, dieses kleine Menübutton oben rechts neben dem Trend. Und anstatt mir meine parasympathische Aktivität über die ganze Zeit anzusehen, kann ich tatsächlich eine dieser Metriken auswählen und diesen Trendgraphen ändern, um mir meine Herzfrequenz, meinen Stressindex anzusehen. Hier wird es wertvoll, darauf zu achten, wo wir stehen, richtig, in diesem Spiel des Lebens. Außerdem fügen wir eine Vorscan-Umfrage hinzu. Meine Mitarbeiter sagen, was zeigst du ihnen das? Ich weiß es nicht, Leute. Seid später sauer auf mich, okay. Aber ich mache es. Was beschäftigt Sie also heute? Sie können 2 weitere Kategorien hinzufügen, die helfen, den Bericht zu gewichten. Okay, es wird nicht nur Produkte und Nahrungsergänzungsmittel basierend auf diesen 2 Kategorien vorschlagen, aber es hilft, das zu gewichten, was empfohlen wird. Man kann den Abschnitt auch überspringen. Ich persönlich halte es für wichtig, dies zu haben, weil wir unsere Körper besser kennen als jeder andere. Es bietet, wie ich finde, eine Gelegenheit für den Einzelnen zu sagen, ja, ich möchte mich zusätzlich auf mein Energieniveau oder meine Stimmung und Meditation konzentrieren. Es war zuletzt etwas daneben. Das sagten meine 4 Töchter. Nur ein Scherz. Ja, ihr versteht schon. Teenager, also ja, das wird helfen, diesen Bericht ein wenig persönlicher zu gestalten. Das kommt bald. Lassen Sie uns nun tatsächlich die Live-Demo, aber davor eine schnelle, kostenlose Empfehlung. Es gibt ein Empfehlungsprogramm, egal ob Sie einen Itobi-Gesichtsscan oder einen Itobi-Scanner haben. Ich möchte also schnell eine Empfehlung vergeben. Eine Gratis-Empfehlung. Mal sehen. Ich prüfe, ob ich alle habe. Eigentlich lassen Sie mich kurz schauen. Ja, ich glaube nicht. Ja, okay. Person wurde hinzugefügt. Alles klar. Klar, okay, wir machen eine Gratis-Empfehlung. Und dann habe ich noch eine Umfrage für Sie. Oh, gerade hinzugefügt. In Ordnung, Betty. Okay, Betty, du kennst das. Wir brauchen deine E-Mail. Alles klar, wir machen ganz schnell eine kurze Umfrage. Und dabei geht es um. Habe es, das ist beendet. Okay. Hier geht es um iYuga. Also nur eine kurze Frage an Sie. Haben Sie jemals auf die iYuga-Berichte geklickt? Das iYuga wird, wie wir es nennen, in Ihrem Bericht angezeigt. Ich weiß nicht, was du meinst, Sai. Und ich habe erwartet, dass viele von Ihnen das tatsächlich sagen. Keine Ahnung, wovon Sie reden. Und zwar, oder ein Nein, nicht wahr? Und das ist Absicht. Wir haben tatsächlich nicht sehr oft darüber gesprochen. Das ist also ein Stück weit unsere Schuld.
aber es macht jedes Mal riesigen Spaß, wenn wir es tun. Ich möchte Ihnen also, lassen Sie mich kurz die Ergebnisse zeigen. Also, einige von Ihnen ja, viele von Ihnen nein. Was super ist, das gibt mir die Gelegenheit, etwas Klarheit in einen ganz anderen Bericht zu bringen, den Sie auf eine andere Weise nutzen können, der etwas anders ist. Unten im Bericht ist ein Farbrad. Beim Pfeil, was ist das? Da steht Beta. Das öffnet tatsächlich Ihren Bericht. Und es wird dann ganz rechts auf der Seite mit dem Rad so aussehen. Es ist eine neue Art, das Rad zu sehen und zu ergänzen. Einzigartig. Beim aktuellen Rad verstehen Sie es, oder? Es zeigt das emotionale Rad und das Körpersystemrad. Super. Sie können das in das IUGA-Rad einfügen und ergänzen. Man kann es teilen und andere können es klonen. Das mag ich am meisten. Und es bietet Ihnen die Gelegenheit, eine Art Persönlichkeit einzubringen, wer Sie sind, was Sie gerade tun, zusätzliche Dienstleistungen wie Verkäufe, etwa ein Coaching. Was auch immer das ist, es ist ziemlich cool. Die Art und Weise, wie Sie ein wenig tiefer eintauchen möchten, ist einfach hier klicken, diesen QR-Code scannen. Oder schreiben Sie eine E-Mail an kelly@iuga.net. Sie beantwortet Fragen. Wir kooperieren, es ist cool. Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass viele unserer Nutzer, die es aktiv verwenden, es lieben. Man muss nur anfangen. Ich weiß, es ist mehr Arbeit, aber hier ist das Körpersystemrad, Premium-Inhalte und Itovi-Infos. Stellen Sie sich also wie eine Frisbee vor. Sie geben dieses Rad jemandem und er kann sich das alles auf einmal ansehen und sagen, okay, was ist mein Körpersystem? Oder was ist Kellys? Was sagt sie über Itovi? Welche Kits werden empfohlen? Und dann haben Sie Ihre Top-Produkte und das ist also ziemlich einzigartig. Sie können das Rad nehmen, das aus einem Bericht stammt und dann einfach diesen Bericht zu anderen Dingen hinzufügen, die Sie erstellen können. Sieht auf iOS und Android gut aus. Auf dem Desktop ist es sogar noch besser. Schauen Sie es sich an. Scannen Sie den Code. Das ist das Rad. Also alles klar. Ja, ich werde es Ihnen zeigen. Wir haben hier 10 Minuten, 10 bis 20. Ich teile kurz den Bildschirm. Alles klar. Sie sehen meinen Bildschirm. In diesem kurzen Training zeige ich Ihnen etwas über das wie einen Scan und den Bericht. Okay, das ist ein nicht generisches, unabhängiges Unternehmen, wie wir es nennen. So sieht ein Itobi-Scan-Bericht aus, oder? Sie scannen jemanden und bei jedem, den Sie scannen, möchten Sie am nächsten Tag ein Video oder einen Artikel über Mandarine senden. Okay, fassen Sie am nächsten Tag nach. Dasselbe beim Gesichtsscan. Sie können hier sehen, Sie können mehr lesen. Dort unten gibt es eine Menge an Informationen, verwandte Artikel und verwandte Kategorien. Manche Produkte haben Sie nicht, aber scrollen Sie nach unten, um zu sehen, ob sie existieren. Sie können dort scrollen. Zum emotionalen Bericht. Wenn dort 1, 2, 3, 4 steht, bedeutet das genau das. Jedes Produkt, das ist das Produkt oder das ist die Nummer, auf die Sie die beste Reaktion hatten. Okay, dann die zweite, dann die dritte, dann die vierte. Beim emotionalen Bericht achten Sie auf die Kategorie mit den meisten Inhalten. Hier 5. Wenn Sie nach unten scrollen, können Sie die 5 besten Produkte sehen, die diese Kategorie am besten unterstützen. Das kann bei jedem Einzelnen anders sein. Ich habe das schon oft gesehen. Auch wenn Inspiration Ihre Top-Kategorie sein könnte und auch meine, könnten wir hier unten ein paar unterschiedliche Produkte sehen, weil unsere Körper besser darauf reagierten, oder? Obwohl beide diese Kategorie am meisten unterstützen. Schenken Sie dem Aufmerksamkeit, da Ihr Körper diese Produkte wohl am besten aufnimmt. Und das ohne, ich muss sicherstellen, dass ich regelkonform bin, nicht wahr? Ich kann nicht behaupten, dass Ihr Körper diese Produkte benötigt.
Hier sieht es ziemlich ausgeglichen aus. Hier oben können Sie scrollen. Wir fügen einen Button hinzu, weil viele nicht klicken können. Das passiert mir auch noch. Wenn Sie auf der Karte wischen, ich greife wie rechts von den Emotionen, können Sie wischen und die Listenansicht sehen. Dies ist eine großartige Möglichkeit, auch darauf zu klicken, zu lesen, was Inspiration bedeutet und Ihre Kategorien zu durchlaufen. Statt Radansicht erhalten Sie eine Listenansicht. Okay, Sie können hier alle Listen sehen. Was ich gesehen habe, funktioniert wirklich gut, ist, dass Sie eine Art Stück Papier nehmen und sich Notizen machen. Was sind vielleicht die 2 oder 3 besten hier in diesem emotionalen Rat? Worauf sollte eine Person wie du am meisten achten? Und dann kommen deine Körpersysteme, Haut und Haare. Michelle, du siehst das Herz-Kreislauf-System, nimm das R dazu. Verdauung, wow, das ist ein wirklich riesiges Rad hier, nicht wahr? Wie nenne ich die immer? Jetzt habe ich es vergessen. Oh, das nervt mich. Ich klicke dort, dann siehst du die Top 5. Das Ungleichgewicht im Bericht ist verrückt. Diesen Dingen sollte man mehr Aufmerksamkeit schenken. Wiederum kannst du durch jeden dieser Punkte scrollen und sehen, okay, Copaiba, ich eigentlich. Das ist mein zweites Produkt und ich werde es wahrscheinlich nehmen. Also, dann gibt es noch die Listenansicht. Wenn du mit Leuten zusammensitzt, die Top-Produkte, die du ihnen schickst, du notierst dir diese, aber du stellst Fragen. Was bedeutet das für dich? Wie sprechen diese zu dir? Was denkst du darüber? Großartig, einfach nur zuhören, okay? Welche Kategorien sprechen dich an? Bevor du sagst, worauf sie achten müssen, stelle Fragen. In Ordnung, und sobald du sie dann hörst, sagen sie vielleicht, ja, Vertrauen spricht mich wirklich an. Dann weißt du, okay, erzähl ihnen davon und schau, ob es in ihren Top 7 ist. Probiotika. Ich würde Probiotika doppelt einkreisen, ihr Lieben. Es steht in ihrem Hauptbericht und es spricht sie zudem an, okay? Das sind also die Fragen, die dir helfen werden, einen Wellness-Lifestyle-Überblick oder einen Plan zusammenzustellen. Das gleiche gilt für die Körpersysteme. Du weißt schon, vielleicht sagen sie, eigentlich ist Verdauung passend. Ja, genau so ist es. Nun, das ergibt Sinn, junge Dame, denn es ist deine Nummer 1, richtig? Schauen wir uns zusätzlich die Nummer 5 an. Ja, das ist eine Demo, vielleicht nicht ganz genau. Aber ja, so funktioniert das. Du möchtest die Berichte individuell mit ihnen durchgehen. Einige von euch haben mehrere Berichte. Wenn du oben klickst, wenn du für Premium-Inhalte zahlst, siehst du mehr Berichte, wenn du zahlst. Das heißt nicht immer, dass du sie hast. Und ja, das war's. Ich möchte jetzt schnell zum Startbildschirm zurückkehren. Für diejenigen unter euch, die den Gesichtsscan nicht sehen, liegt es daran, dass euer Telefon nicht aktualisiert ist. Wenn du hier runter scrollst, ist dieses 5-minütige Video über die Itovi-App ein Muss. Wenn es nicht in deiner Muttersprache ist, wird es auf unserer Website itovi.com verfügbar sein. Ressourcen, wir haben dieses 5-minütige Video in 17 verschiedenen Sprachen oder so etwas auf unserem YouTube-Kanal, also schau dir das an. Und außerdem als letztes Produktgruppen. Okay, hier könnt ihr Produktgruppen erstellen. Produkte, die ich besitze. Und Streetcase, das willst du definitiv tun, weil es dir helfen wird, zusammenzustellen. Einen personalisierten Bericht, um ihnen direkt Proben zu geben. Okay, ganz kurz, wir schließen hier ab. Und dann werde ich das auch an alle als PDF verschicken, genau wie beim letzten Mal, das dir einige der besten Tipps und Tricks gibt, die weit mehr sind als das, was ich dir gerade gab, die dir im Geschäft helfen. Okay? Ich wollte noch eine weitere Sache verschenken, aber es gibt auch eine Aktion. Wenn also jemand von euch noch unentschlossen ist oder ihr nach Freunden sucht, die unentschlossen sind, gibt euch das die Gelegenheit, auch eine Empfehlung zu erhalten. Es gibt also ein paar Programme hier, nicht wahr?
Oh, da hast du es. Es sind also $50 im Voraus für den Scanner und den Gesichtsscan. Okay, du zahlst $50 einmalig. Die Scanner-Mitgliedschaft ist unser Lifetime-Plan. Er ist am beliebtesten. Du zahlst 630 und bist fertig. Einmalzahlung, keine monatlichen Kosten. Die Gesichtsscan-Mitgliedschaft kostet 19,99, wenn du einen Scanner hast. DNA-Kit kostet 280. Jetzt erhältst du $25 Rabatt darauf mit dem Promocode Patterns. Oh, nicht aufgeschrieben? Ich dachte schon. Ich glaube nicht. Der Promocode lautet Patterns26. In Ordnung? Patterns26. Und ich werde das hier vor der Aufnahme aufschreiben. Oder eigentlich mal sehen. Egal. Patterns26. Mist, nervig. Zumindest hast du es 1000-mal gehört. Patterns26. Okay, das gibt euch den Rabatt. $150 Rabatt auf diesen Plan, was euch auf 630 bringt. Es gibt dir den ersten Monat kostenlos für den Gesichtsscan. Und dann, wenn du den monatlichen Plan möchtest, gibt es $10 Rabatt. Also zahlst du für immer nur $29,99 im Monat statt $39,99. Beim Lifetime Plus gibt es $80 Rabatt im ersten Monat. Dann 11 Raten zu 79,99. Du zahlst das also 11 Mal statt 12. Du sparst also $80 und dann 25% Rabatt auf Zubehör und Hüllen, okay? Dieser Gutscheincode läuft am 1. August ab. Schreibt es in den Chat, ihr kennt ihn, Patterns26. Das ist der Code, der am 1. August abläuft. Vor den letzten 2 Screens noch eine Verlosung. Ich will keine Umfrage mehr, aber vielleicht doch. Da ist eine... Lass uns sehen. Teilen beenden. Ich muss es nicht teilen. Ihr seht meinen Bildschirm, oder? Also... Alles klar. Oh ja, die. Das ist nur für mich. Wohl, habt ihr schon mal von Droply gehört? Wenn ja, sagt einfach ja. Oder ja, ich liebe es. Oder ja, habe es nie gemocht. Das ist in Ordnung. Kein Problem. Die meisten haben noch nicht davon gehört. Okay, ich beende die Umfrage. Ergebnisse teilen. Okay. Super, ja. Habt ihr die Antworten gesehen? Alles klar, Leute. Lasst uns noch eine Verlosung machen. Diesmal möchte ich $50 PayPal verlosen. Ich möchte euch einfach $50 schicken, okay? Und das Schöne ist, du darfst eine andere Person auswählen. Muss nicht bei diesem Webinar dabei sein. Es könnte jemand anderes sein. Du gibst mir einfach ihre E-Mail und du darfst sagen, hey, das ist von mir. Du wirst ihnen nicht sagen, dass es von Itovi ist. Du wirst so etwas sagen wie, oh nein, mein Garten wird laut. Du wirst so etwas sagen wie, hey, ich wollte dir das geben, egal was du damit machst. Lüg sie nicht an, aber mach, was du willst. Sag nur bitte nicht, dass es von Itovi ist. Denn es kommt von dir. Du entscheidest dich, es ihnen zu geben. Du könntest es behalten. Aber du gibst uns ihre E-Mail-Adresse. Also gut, los geht's. $50 PayPal, 2 davon. Los geht's. Wer gewinnt? Auf geht's. Esther oder Christina? Oh, Esther, sorry, ich hasse das. Christina, her mit deiner E-Mail. Alles klar, gib uns deine E-Mail. Und wenn du schon gewonnen hast, kannst du hier nicht gewinnen. Das hätte dich entfernen sollen. Wir drehen nochmal. Joseph, okay. Weil ich da 2 gemacht habe. Das war Absicht. Ich will nur sicher gehen, dass ihr mich hört. Wir geben euch je $50 PayPal, okay? Jeder bekommt es. Und dann die erste Person, wie ich schon sagte. Du darfst dir aussuchen, wen du willst. Aber Joseph, du bekommst einfach die $50, okay? Alles klar damit. Entschuldigt bitte. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut verstehen. Gehen wir zurück dazu. Und hier zum Ende kommen. Oh, ich wollte euch noch schnell eine Sache zeigen. Der Gesichtsscan.
Preisgestaltung, okay? Es gibt da viel Verwirrung. Also werden wir hier in 2 Sekunden zum Ende kommen. Also mit dem, oh Mann, so früh machen Sie meinen Garten nicht. Sorry. Normalerweise kommen Sie erst in 45 Minuten. Alles klar, am beliebtesten ist der 40 Remote Scan, was bedeutet, dass ihr 40 Remote Scans an jeden senden könnt, den ihr wollt. Jeden Monat wird er erneuert. Ihr könnt unbegrenzt persönlich scannen, okay? Mit einem Itobi-Scanner sind es 19,99 $ im Monat. Okay? Und für jede 3 Empfehlungen sinkt der Preis um 10 $. Also Itobi-Kunden, ihr könnt auf 9,99 $ kommen und jeden Monat 40 Empfehlungen verschicken, um eure Leute wieder neu zu aktivieren, okay? Oder gebt Anreize oder gebt es jemandem im Autoship. Eure Wahl. Oder verlangt $1 im Monat. Oder $1 pro Scan. Jetzt verdient ihr 20 $ im Monat. Das ist sehr gut machbar. Oder für 300 sind es nur 10 $ mehr, okay? Ihr bekommt 300 im Monat. Für 5 Empfehlungen sinkt es um 10 $, okay? Das Minimum sind 19,99 $. Mit 5 Empfehlungen sinkt ihr auf 19,99 $ im Monat. Sorry. Wenn ihr keinen Itobi-Scanner habt, kostet es 10 $ mehr pro Monat, okay? Besitzt ihr einen, gibt es 10 $ Rabatt, ohne ist es unser regulärer Preis und nur 10 $ mehr. Noch einmal dieses hier auf der linken Seite. Jede 3 Empfehlungen senken den Preis. Also, auch wenn ihr keinen Itobi-Scanner besitzt, ihr müsst keinen besitzen, Leute. Ihr könnt einfach nur den Gesichtsscan nutzen. Startet bei 39,99 $ für 300 Remote Scans. 5 Empfehlungen. Jetzt zahlt ihr 29,99 $. Noch 5, dann 19,99 $. Jede 5 Empfehlungen senken den Preis um 10 $. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Macht ein Foto, wenn ihr müsst. Ihr bekommt eine Aufzeichnung. Okay, wenn ihr etwas wollt, schickt uns eure E-Mails. Nur um zum Schluss zu kommen, Bewusstsein verändert Entscheidungen. Entscheidungen verändern Gewohnheiten und Gewohnheiten verändern die Ergebnisse. Man kann nicht versuchen, Ergebnisse zu verändern, wenn man sich nicht wirklich bewusst ist, was man da sieht und was um einen herum passiert. Es geht nicht darum, eure Intuition zu ersetzen, wie anfangs gesagt. Es geht darum, sie zu stärken, euch alle zu stärken. Und ich weiß, einige von euch waren im letzten Webinar interessiert an meinem. Ich werde einen 3-tägigen Kurs machen, 2 Stunden pro Tag. Am 3., 4. und 5. August, Montag, Dienstag, Mittwoch. Alles über Stimme beim öffentlichen Sprechen. Okay, eher wenn ihr auf der Bühne seid. Nicht unbedingt Zooms, obwohl es einige tolle Tipps und Tricks gibt. Aber egal, wenn ihr bei Zooms oder auf der Bühne seid, wird es euch helfen, wenn ihr neben jemandem sitzt, wenn ihr mit einer Gruppe von Leuten sprecht. Es hilft euch, den Mund aufzumachen, besser zu werden und das Beste in euch zu verstärken. Das sind also 3 Tage, 2 Stunden pro Tag, sehr mitreißend und es kostet 500 $. Bei Interesse schreibt, ich bin am Stimmkurs interessiert, okay? Es geht im Grunde um Storytelling, wie man Geschichten erzählt und Dinge miteinander verknüpft. Es ist ziemlich cool. Einige von euch haben das in der Vergangenheit schon gemacht. Wenn ihr es gemacht habt, sagt uns eure Meinung. Ich freue mich sehr. Es ist am 3., 4. und 5. August. Bei Interesse, ich kann nur 30 Leute nehmen. Also die ersten 30 Leute, die kommen, wir werden danach auch eine Facebook-Gruppe erstellen. Und ich werde euch helfen, selbst nach den ersten 3 Tagen. Wir teilen Best Practices, lernen uns kennen und machen vielleicht später ein Event dazu. Sagt uns, ob ihr interessiert seid. Im Moment möchte ich wissen, John und Michelle, welche Fragen können wir stellen oder für die nächsten 10 Minuten beantworten. Und dann, wenn ihr gehen müsst, großartig. Einige von euch haben es getan, aber lasst uns hier einige Fragen beantworten. Also, John. Du kannst jetzt sprechen, John. Oh, hallo, hört ihr mich?
Okay, ja, ich habe tatsächlich, Michelle hat einen wirklich guten Job gemacht, viele der Fragen zu beantworten, aber ich habe diese eine Frage, die ich denke, wäre perfekt für dich zu beantworten. Sie ist von Cheryl. Sie sagt, ich habe einen Gesichtsscan gekauft, würde aber gerne mehr Informationen darüber haben, wie man dies auf Messen wie Veranstaltungen präsentiert. Ich bin nicht auf Facebook, daher schätze ich diese Webinare. Ja, also eine Sache, die ich tun würde, ist, ihr wisst, ihr habt einen QR-Code in eurem Gesichtsscan und um Leute anzuziehen, macht eine Show daraus, richtig? Ihr wollt also, dass es cool aussieht. Wenn ihr ein iPad oder ein Android-Tablet habt, etwas auf einem schönen Ständer, das sagt kostenloser Gesichtsscan, macht ein Bild von diesem QR-Code oder scannt den QR-Code. So zieht ihr Leute an, bekommt ihre E-Mail, Telefonnummer und den Bericht. Eine tolle Möglichkeit, während Leute vorbeigehen. Ich habe es in Schweden und bei Events gemacht. Es funktioniert gut. Du bietest einen Gratis-Scan an, okay? Sag einfach $5, heute kostenlos für dich auf der Messe. Aber ja, du lockst sie mit etwas Showtalent an, okay? Du brauchst den coolen Stand, so seltsam das auch klingt. Und du brauchst dein iPad oder dein Handy, falls du kein iPad hast. Aber der QR-Code ist dafür einen gratis Gesichtsscan. Check deine Vitalwerte, so etwas. Das ist eine Möglichkeit. Und dann bleibst du basierend auf dem Bericht dran. Nach dem Scan sendest du ihnen ein Video oder einen Artikel über das Top-Produkt, für das sie gescannt haben. Warte 3 Tage, zweiter Scan, warte 3 Tage, dritter Scan und so weiter. Sobald du all diese Produkte und Nahrungsergänzungsmittel durchgegangen bist, dann gehst du zu jedem anderen wichtigen Bericht über, der Sie interessieren könnte. Beim Itobi-Scanner ist es die Kategorie im Emotionsrad oder Körpersystemrad. Beim Gesichtsscan ist es ein Messwert. Ein Score, aber du willst das alle 3 Tage einfließen lassen, bis du bei 30 Tagen bist und sie zu deinen Produkten führst. Richtig? Du bildest sie weiter. Sie werden interessiert, weil es um sie geht. Das ist also mein Rat an dich. Und dann beschäftige dich mit ChatGPT oder diesen Webinaren. Lerne, was diese Metriken bedeuten, okay? Und wie man sie ein wenig erklärt. Und du wirst super sein. Noch Fragen? Ich habe hier eine Frage von Betty. Sei, könntest du bitte die Zahlenabfolge innerhalb der Kategorien im Scan-Bericht rekapitulieren? Ja, jede dieser Zahlen repräsentiert einfach, also hinter den Kulissen von Itobi sind wir eigentlich 1 bis, sagen wir, es gibt 200 Produkte in deinem Unternehmen anzuzeigen. Hinter den Kulissen zeigen wir alle 200, auf die dein Körper am besten reagiert hat, bis hin zu den schlechtesten. Okay. Das bedeutet, höchstwahrscheinlich würde dein Körper es gut absorbieren, das heißt, die Einhaltung der Diät, Stress und Schlaf. Passung ist nicht das richtige Wort, aber unsere Körper haben Frequenzen. Die Produkte auch, richtig? Es trifft auf 273 Biomarker und sagt, okay, hier ist in der Reihenfolge, worauf du dich konzentrieren solltest. Wir zeigen das tatsächlich in einem Gesichtsscan alles. Du kannst filtern und dir alle Produkte ansehen, wenn du möchtest. Beim Itobi-Scanner verstecken wir sie einfach. Du siehst also vielleicht eine 16 oder eine 25 in einigen dieser Kategorien. Das bedeutet buchstäblich, es ist die Nummer 25 aller Produkte, auf die dein Körper am besten reagiert hat. Nun kannst du natürlich nur nach Gruppen scannen. Es kommt also darauf an, wonach du scannst und wie schnell dieser Scan ist. Das ist relevant für die Anzahl der Produkte, die du scannst. Gute Frage. Ich habe noch eine Frage gesehen. Wenn du die 30 Tage erreichst, kannst du das nicht mit jedem Kunden machen. Aber du wirst sehen, wo sie stehen und ein Gespür dafür bekommen, wohin sie wollen. Kaufen sie einmal, super, Daumen hoch. Jetzt fragst du alle 3 bis 7 Tage nach, wie sie sich fühlen.
Welche Fragen haben Sie? Wie sind Sie? Alle paar Tage musst du eine Erinnerung haben, einen Kontaktpunkt mit ihnen. Wenn es heißt, ich bin noch nicht bereit, ich möchte nichts kaufen, dann ist das großartig. Vielleicht ist es einmal pro Woche, dass du sie einfach drängst, irgendeine Art von Veranstaltung, die ansteht oder was auch immer für eine Ausrede. Schreib einfach alle Ausreden auf, um jemanden zu kontaktieren. Du wirst es herausfinden. Aber du bleibst natürlich und machst weiter. Sei nicht sauer. Aber an Tag 30, wenn sie aufgeregt sind, sie nehmen Produkte, dann gibst du ihnen nicht nur mehr Informationen oder nicht, sondern fragst nach, wie es ihnen geht oder wie sie die Produkte nutzen, sondern du wirst sie in den Coaching-Lifestyle-Überblick führen wollen. Wie, was wollen sie noch, außer nur diese Produkte zu nehmen? Wollen sie ihr Geschäft vergrößern, es mit anderen Menschen teilen? Wenn Sie den Scanner haben, stelle den Gesichtsscanner vor, binde sie ein. Das hält die Leute bei der Stange. Wir alle suchen, das weiß ich mit Sicherheit. Gott, ich will sagen, es passiert oft, wie ich suche manchmal Ausreden, um mein Produkt zu nutzen. Ich weiß nicht, warum ich da sitze. Und so war eine Sache, die ich vor langer Zeit beschlossen habe, Öl zu diffundieren. Das ist ein Scan pro Tag, ich mache es nicht immer. Aber ich scanne oft täglich, um zu sehen, welche Öle ich zerstäube. So nutze ich die Produkte und habe etwas davon, weil man manchmal vergisst. Und du bist reaktiv, aber ich finde es wichtiger, reaktiv zu sein. Richtig? Auf den Körper hören. iYuga ist kostenlos. Wenn du das iYuga-Rad in deinen Berichten siehst, ist es kostenlos zu benutzen. Es gibt natürlich Stufen des Bezahlens, wie wenn du möchtest, tolle Funktionen freischalten willst, kannst du das. Aber gute Frage. Was noch? Jonna und Michelle? Wir haben keine weiteren Fragen mehr. Allerdings ist Danny im Chat. Er wollte unsere sprachspezifischen Facebook-Gruppen erwähnen. Also möchte ich nur alle daran erinnern. Support ist, ich kann nur Englisch. Aber wir haben ein erstaunliches Team von super hilfreichen Moderatoren, die uns helfen, diese Fragen zu beantworten. Wenn du also jemanden kennst oder selbst nicht sehr sicher darin bist, Englisch zu sprechen, suche die Itovi Facebook-Gruppen, gib Itovi ein und deine Sprache. Und es sollte erscheinen, wenn wir eine Gruppe haben. Wir haben dort Mods, die dir helfen. Ich nutze auch einen Übersetzer, wenn du schreibst, aber ich bin begrenzt. Wenn du dich mit unseren Mods in Verbindung setzen könntest, wäre das super hilfreich. Also Itobi Niederländisch, richtig? Such die Facebook-Gruppe und folge uns auf Instagram. Und es gibt eine Gruppe namens Itobi Business Builders, die seit über 100 Tagen keine Aufmerksamkeit mehr bekommt. Ich sage immer wieder Entschuldigung, was ich nicht bin, weil ich nichts tue. Taten zählen, Entschuldigungen nicht, richtig? Wenn ich darüber nachdenke, tut es mir leid, Leute, aber das muss ich zurücknehmen. Ich denke, diese Webinare sind perfekt, um sie in Stücke zu schneiden und per E-Mail zu nutzen. Wir könnten sie in die Business Builder Tipps packen. Folgt uns auf Itobi Business Builders für Inhalte. Das haben wir bisher nicht. Wir sind, ja, übrigens, 2 Dinge stehen bald an, auf die wir uns konzentrieren. Ich kann euch nichts darüber sagen, aber bleibt dran. Folgt uns auf Instagram. Prüft eure E-Mails. Wenn wir im Spam sind, markiert uns als kein Spam. Und falls ihr Interesse an einer Kampagne mit Textnachrichten über WhatsApp habt oder auch für iOS oder Android, lasst es uns hier im Chat wissen, damit wir euch zu unseren Kampagnen hinzufügen können. Es hilft euch dabei, besser zu verstehen oder, ich schätze, schneller informiert zu sein, weil wir alle unsere Nachrichten lesen, oder? Also ja, sagt einfach ja, bitte Text oder was auch immer ihr dort schreibt. Und noch einmal, falls ihr interessiert seid an dem, es heißt 88-Tasten-Programm am 3. August, schreibt einfach 88 Tasten oder sprechend, interessiert daran, was auch immer ihr dort machen möchtet. Und dann
Ja, Leute, das war wirklich großartig. Ich weiß das sehr zu schätzen. Teilt das mit anderen. Wir werden die Aufnahme verschicken. Ich glaube, ihr könnt euch Highlights ansehen, was vielleicht ganz nett ist. Also ja, vielen Dank. Ich weiß all die Liebe und Unterstützung zu schätzen, die ihr gegeben habt. Wir machen das produktiver und besser. Also einen schönen 4. Juli, besonders an alle in den Vereinigten Staaten. Unsere Unabhängigkeit, feiert mit uns. Ich schätze euch, liebe euch und danke. Definitiv.